So, hallo Leute. Ein ganz kurzer Einschub und zwar in Bezug auf den Z-Sensor vom Tronxy. Es geht nämlich darum, dass ich hier in den Kommentaren jetzt gerade am Schreiben bin wegen diesem Sensor und wegen dem Homing und dass es da wohl teilweise Probleme gibt. Dieser Sensor funktioniert an und für sich eigentlich recht gut. Die Sache ist nur die, dass er sich bei verschiedenen Materialien anders verhält. So, es ist jetzt so, wenn ich jetzt hier gucke, habe ich ungefähr 3 mm bis zum Druckbett. Das heißt, plus der halbe Millimeter für diese Kunststoffmatte sind wir bei etwa 3,5 mm Sensorreichweite. So, und diese 3,5 mm Sensorreichweite müssen natürlich so eingestellt werden, dass es dann dabei noch ungefähr 1,5 mm Platz zur Düse bleiben. Und weil ansonsten fährt ja die Düse in das Druckbett. Das heißt also, eventuell muss der Sensor, je nachdem wie er eingestellt ist, ein bisschen runtergestellt werden. Jetzt möchte ich euch aber was zeigen, was ganz wichtig ist für diesen Sensor, denn das ist irgendwie so ein semi-kapazitiver Sensor oder so, keine Ahnung. Oder sie haben ihn feiner getrimmt. Wenn ich jetzt das Ganze hier auf 12 mm stelle und lege dann die aus normalem rostfreiem Stahl befindliche Spachtel unter, dann schaltet der Sensor so wie angegeben auf dem Sensor selber bei 8 mm schon. Da müsst ihr aufpassen, das ist völliger Käse, wenn der auf das Alu drauf fährt, schaltet der zwischen 3 und 3,5 mm. Und wenn das nicht richtig eingestellt ist, dann fährt euch die Düse die ganze Zeit in das Druckbett und ihr wisst überhaupt nicht, warum das der Fall ist. Wenn hier jetzt ein normaler Stahl drunter ist oder ein Federstahl, dann schaltet er exakt bei den 8 mm oder sagen wir mal 7,8 oder 7,6. Das ist ja aber völlig egal. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr den Drucker nicht eingestellt. So, das nächste ist, wenn ich jetzt sowieso hier schon mal am Filmen bin, der Extruderumbau ist ziemlich weit fortgeschritten. Da fehlt jetzt halt noch der Filament-Runout-Sensor, den werde ich jetzt noch wartungsfrei aufbauen und mit Stahlinlet. Das muss ich aber alles noch drucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen die letzte Woche. Ich bin auch diese Woche bisher jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich wollte es eigentlich heute machen, das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Die Strecke vom PTFE-Schlauch ist natürlich jetzt auf ungefähr 250 mm geschrumpft, was ich mega geil finde. Ich bin mal gespannt, wie das hinterher mit den Retractions und so weiter so wird. Der Lüfter funktioniert auch wieder. Und ja, soweit dazu. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke anzuschalten, damit ihr auch alles mitkriegt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Abend.